Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Umlauts-Video. Wir waren in Shaoxing. Shaoxing ist nicht so weit von hier, von Hangzhou entfernt. So ungefähr halbe Strecke zwischen hier und Ningbo. Diesen Ausflug haben wir von Hangzhou aus mit der U-Bahn unternommen. Und das ist auch mein erster Reisetipp in diesem Video. Es dauert ein wenig, aber unter Umständen ist es immer noch schneller als mit dem Auto. Eine Strecke kostet übrigens nur 17 Yuan. Je nachdem, wo man startet. Dafür bekomme ich in Shaoxing nicht mal für eine halbe Stunde einen Parkplatz. Mal ganz nebenbei, auch die Umsteigestationen sind mitunter sehr sehenswert. Wir waren schon öfter in Shaoxing und dort gibt es wirklich viel zu sehen und zu erleben. Zum Beispiel kann man die Wasserstadt Anchang besuchen oder ja, sich die Sojasoßenproduktion anschauen oder eben auch mal das Reiswein-Eis probieren. Aber diesmal sind wir wegen Lüshun in Shaoxing gewesen. Und Lüshun muss ich in Deutschland vermutlich erklären. Das ist kein geringerer als der Begründer der modernen chinesischen Literatur. Wofür er bekannt war, er war nicht der Einzige und auch nicht der Erste, ist, dass er in seinem Werk die gesprochene Sprache verwendet, also Baihua statt der in der Literatur üblichen Kunstsprache Wenyan. Das kann man in Europa vielleicht nicht so ganz nachvollziehen. Lüshun selbst schreibt: Meine Hand schreibt, wie mein Mund redet. Vielleicht kann man das ein bisschen mit der Zeit der Moderne oder mit der Zeit von Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Arthur Schnitzler, Franz Kafka, Lasker Schüler, Hermann Hesse, Alfred Döblin und so weiter vergleichen, wo auch neue Erzählstile Raum gegriffen haben. Zur Person: Er wurde am 25. September 1881 in einer recht wohlhabenden Familie in Shaoxing geboren und starb am 19. Oktober 1936. Seine Familie bekam später finanzielle Probleme und daher war sein weiterer Bildungsweg vorgezeichnet durch Schulen, die er mit Stipendien finanzieren konnte. An der Schule für Bergbau und Eisenbahnwesen graduierte er 1902. An dieser Schule kam Lu das erste Mal mit ausländischer Literatur, Philosophie, Geschichte und Wissenschaft in Berührung. Er beschäftigte sich intensiv mit Englisch und Deutsch. Er begeisterte sich unter anderem für Huxley und Co. Nach der Schule ging er nach Japan, um dort Medizin zu studieren. Nach vielen positiven Erfahrungen in Japan wurde er nach dem Ausbruch des russisch-japanischen Krieges mit antichinesischem Rassismus der Japaner konfrontiert. In dieser Zeit studierte er auch an einem deutschen College und kam das erste Mal mit den Ideen von Nietzsche in Kontakt. Aufgrund der Angst seiner Familie in Shaoxing, dass Lüshun eine Japanerin heiraten könnte, wurde er mit einer Chinesin zwangsverheiratet. Lüshuns Weg führte ihn nach der Rückkehr aus Japan zuerst nach Beijing und dann auf der Flucht vor der japanischen Invasion nach Xiamen, dann nach Guangzhou und später nach Shanghai. Er lehrte dort an den unterschiedlichsten Hochschulen. Obwohl Lüshun progressiven bzw. sozialistischen Ideen positiv und wohlwollend gegenüberstand, war er nie Mitglied irgendeiner Partei. Im Gegenteil, Lüshun versuchte immer zwischen den Kuomintang und den Kommunisten zu vermitteln, insbesondere unter seiner Studentenschaft, die natürlich auch in diese Lager verfiel. Dennoch zensierte ihn die Kuomintang 1931 so massiv und versuchte ihn sogar zu töten. Bis zum Ende der Militärdiktatur 1980 war Lüshun in Taiwan verboten. Auch eine Vereinnahmung durch die Kommunisten lehnte er ab, mit der Begründung, dass er nicht, so wörtlich, über den nötigen Hintergrund und das Verständnis für das Thema verfüge. Das tat seiner Popularität jedoch keinen Abbruch. 1927 wurde Lüshun für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen. Er lehnte jedoch vehement eine Nominierung ab. Später sagte der japanische Nobelpreisträger Gensaburo Oe, Lüshun sei der größte Autor des 20. Jahrhunderts. Am 18. Oktober 1936 starb Lüshun nach langer Krankheit. Sein Grab ist heute im Lüshun Park in Shanghai. Auch dazu gibt es einen Film von mir. Aber zurück nach Shaoxing. Mit seinen Geschichten hat sich Lüshun in die Herzen der Chinesen geschrieben. Ich sage immer, Lüshun hat die Präzision von Thomas Mann, die Poesie von Rilke, die Abgedrehtheit von Kafka und die Verzweiflung von Döblin. Diese Beschreibung gibt eventuell jemanden, der oder die ihn nicht kennt, eine ungefähre Vorstellung von seinem Werk. In dem vereint er Aufrichtigkeit, Realismus und Menschlichkeit. Und das kann man so direkt nachlesen. Aber in Wirklichkeit ist er sehr viel mehr. Er ist eben Lüshun. Shaoxing ist heute ein regelrechter Wallfahrtsort in Sachen Lüshun geworden. Die Wallfahrer, wenn man so will, sind nicht nur Literaturjünger, sondern auch viele
ganz einfache, normale Menschen, die durch oder mit seinen Geschichten sozialisiert wurden. Die verschiedenen Museen auf dem sogenannten Lüschen Native Park, also dem Lüschen Campus, sind eintrittsfrei. Aber, wie gesagt, es ist auch eine Art Wallfahrtsort und damit wirklich immer voll, auch unter der Woche. Man sollte also online einen Timeslot für den Besuch buchen, sonst kann es passieren, dass man ein paar Stunden anstehen muss. Also da kommen wirklich echte Uffizien-Vibes auf. Besonders sehenswert fand ich die Schulräume seiner Privatschule, den familiären Gemüsegarten und den ehemaligen Familienwohnsitz. Ich bin in Shaoxing und heute haben wir die Lüschen-Sachen besucht, die es hier so gibt. Also sein Geburtshaus oder wo er aufgewachsen ist, dann ein Museum und jetzt die Schule. Beziehungsweise die Räume, wo er Privatunterricht genommen hat. Und ich sitze jetzt an einem dieser Tische, die natürlich auch voll mit Graffitos sind und so weiter. Ist sicherlich kein Original. Hier nebenan sind allerdings die ganzen Sachen, wo die paar Kinder, die da Privatunterricht bekommen haben, unterrichtet wurden. Eben Lüschen auch. Es ist wirklich sehr weitläufig und man kann dort Stunden verbringen. Es gibt auch ein Museum, in dem man dann den Hintergrund zu all den Geschichten, den Personen, ja, zu jedem einzelnen Datum seines Lebens lernen kann. Berührend fand ich persönlich, dass sich viele Menschen entsprechend für den Besuch zurechtgemacht haben. Also Frauen zum Beispiel im Qipao oder in irgendeiner anderen Weise, ja, sich diesem Ereignis irgendwie anpassen. Für mich war der Besuch, obwohl ich schon so viele Jahre in China lebe, wirklich beeindruckend. Und es war mal wieder eine neue Erfahrung. Ja, wir sind jetzt im Shenyuan Garden. Das ist so der Abschluss der heutigen Tour hier. Wir sind ja wegen Lüschen hier gewesen, das war so die Idee. Aber jetzt noch schnell einen Garten mitnehmen, weil der auch ein bisschen auf dem Weg zur U-Bahn liegt. Und ja, nun gehen wir zurück. Der Garten selbst, schön. Wer von woanders kommt, sollte das auch noch mitnehmen, weil liegt sowieso auf dem Weg.